To be honest, even though that I've been doing the Viking lifestyle for over 15 years, this is my very first time in Neustadt. I'm so excited. It's been on my bucket list, you know, ever since I started. You know, you have the big ones, Huscarl, Bolin, Neustadt. And I've seen the videos and I've been looking forward ever since, but nothing could have prepared me for this. My name is Koen van der Kraats. I was born and raised in the Netherlands. I'm with the Jomsborg, but now here on Neustadt I'm a guest of the Danelach. Lovely friends. Well, a lot of them I just met this weekend. A lot of new faces, yes. I don't know, why am I doing this? Oh, I wouldn't even know where to start on that. I wouldn't even know where to start. I've rolled into this community because that's what it is. I wonder sometimes myself. We travel so far, and it can cost a lot of money to travel. We own all our own gear. We put in a lot of effort and time and all this and that to be sometimes gasping for air on the ground. I don't know, why am I doing this? It's hard to pinpoint what kind of a person is attracted to this lifestyle. They've been drinking buddies for years and they fight next to each other, they live together. You see doctors, lawyers, hobos, artists, and everything in between. Sometimes we often don't even know what we do for a living. The circus. Nie ma pochwy. Nie, mówię o krowie. Filter. Das ist aber auch. Das muss so sein, dass ich wieder eine Gerade kriege, dass ich wieder gerade runter. Nee, kann ich natürlich nicht. Dass ich die gerade runterziehen kann. Ja, so wirst du nicht reinpassen. Nee, also. Du wirst so ungefähr reinpassen, denke ich. Okay, alles klar.
Komm, schwing mal die Füße. Ich bin der Ben, bin 18 Jahre alt. Ich bin Teil der Gruppe Zeit, eine. Ich habe eine einfache bäuerliche Darstellung mit leichtem Kriegeranteil. Also wir sind eine Huscarl-Kampfgruppe, aber darstellungstechnisch versuchen wir uns im einfachen Bereich in Norwegen 900 zu bewegen. Ich mache das, seit ich 6 Jahre alt bin. Ich bin damals aufgrund meiner Familie mit reingerutscht. Meine Mutter hat damit angefangen, meine Schwester hat damit angefangen. Und als 6-jähriges Kind macht man dann halt auch einfach mit. Und ja, und so bin ich halt immer weiter drin geblieben und habe mich hier immer weiter vernetzt und jetzt bin ich hier. Ja, alles klar. 471. Es sind 471 Kämpfer eingehört. Ganz genau so. Ja, alles klar. Also das ist aber nicht, was bisher angemeldet ist. Aber Nein, nein, das sind genau die. Wir haben nur, und was ist mit den Tagesgästen, die Samstag hier noch wünschen? die habe ich mitgezählt, Okay. die auf dem Campingplatz stehen, die 70 Zelte, Ja, geil. die in den Hotels untergebracht sind, die in Pensionen untergebracht sind und die in den Autos schlafen. Ja, geil. Und wir haben neuen Rekord auf den Zelten hier drauf. Okay, wie viel? Warte, sage ich ganz genau. 277 Zelte. 277. Das ist ein neuer Rekord. Wir haben Zeltmikado gespielt. Ja, geil. Ja, klar. Guck, ein bisschen vage an. Ja, es klingt halt alle eng. Aber wir haben es gleich. My name is Kalle and I come from Sweden and I belong to the fighting group called Huscarl. And this is, I think, our 7th or 8th year down here in Neustadt-Glewe. Most of us are based in Stockholm, Sweden. We have a few of us who's far up north in Sweden, so they drove maybe 1,200 kilometers just in Sweden to get to the ferry. But this year we are a bit thin. We're about 18 people. We used to be around 24, 25 when we're here. But yeah, the trip is part of the experience. 30th Jubiläum of Neustadt-Glewe. There's a lot more fighters this year than there used to be. So it's a bit more cramped where everyone's living, but lots of new faces makes everything a lot more exciting, and the battlefield will probably be a whole new experience. I've heard that the size of the field hasn't changed ever since this event started, but the numbers of fighters has gone up. Nein! Ich glaube, ich muss was sagen. Are so 2020. I just think that we are too toxic with our masculinity in the field, so we need to balance it a bit in the camp.
Mein Name ist Alina, ich gehöre zur Gruppe Blooddawn und Max ist mein Freund. Dieses Jahr sind ja 400 Kämpfer ungefähr auf dem Kampfplatz und damit fühle ich mich eigentlich ganz okay. Also natürlich, es wird ziemlich viel Gedrängel da sein und gut, Max ist natürlich auch schon mal was passiert, aber gerade das mit der Nase, aber irgendwann macht man sich halt nicht mehr ganz so dolle Sorgen, weil die Jungs hier haben alle Trainings hinter sich, sie sind safe mit ihrem Umgang mit den Waffen, der Waffencheck, also da mache ich mir nicht mehr ganz so große Sorgen. Meine Darstellung bezieht sich auf Gnezdowo, liegt in Russland, etwa 10. Jahrhundert. Und die historische Darstellung ist für mich halt sehr wichtig. Ich versuche halt alles so darzustellen, wie es halt früher war, vom Nähen her. Also ich benutze keine Nähmaschine, ich lese halt die Fundberichte und gucke genau, wie ist der Unterschied zwischen zum Beispiel bei dem Kleid, wie groß ist der Oberkörper, das Rockstück und dann wird halt geguckt, wie breit ungefähr die Leinenfragmente sind, um die dann gut umzusetzen. Ich kaufe meistens die Stoffe dann halt bei Freunden hier gerade so in der Szene. Da kennt man, weiß man, wo man Wolle herbekommt, wo man pflanzengefärbte Stoffe herkriegt. Ja, man kennt sich halt untereinander. Für mich ist das Nähen und das Handwerken irgendwie wichtiger als das Kämpfen. Jeder hat hier seine Vorlieben. Jeder kann sich austoben. Einer töpfert super gerne, kämpft dafür nicht. Der andere kämpft sehr gerne, die anderen nähen. Da findet jeder seine Ecke, wo er hingehört. Ja, natürlich ist sie schön, ne? Kommst du mit her? Kinder, die werden sehr behütet von allen. Jeder hat ein Auge auf die Kinder. Sollten wir Kinder kriegen, auf jeden Fall werden das Reenactment-Kinder. Wenn man halt als kleines Kind in dieser Szene aufwächst und mit diesen Menschen aufwächst, natürlich eifert man denen auch nach. Das fing damit an, dass ich mir als kleines Kind die Haare wachsen lassen habe, weil die ganzen Kämpfer lange Haare hatten. Es war für mich immer klar so, ja, das ist das, was ich auch machen will. Ich möchte auch auf dem Schlachtfeld stehen, ich möchte auch kämpfen. Ich möchte auch dieses Hobby weiter betreiben. Das war mir eigentlich, seit ich ein kleines Kind bin, klar. Ich kämpfe Huscarl und trainiere Huscarl, seit ich 12 Jahre alt bin. So gesehen habe ich mich halt auch all die Jahre auf Neustadt-Glewe vorbereitet und habe auch auf verschiedenen kleineren Märkten oder auf Märkten, wo andere Stile gekämpft werden, wie Codex Belli, immer mitgekämpft. Nur Neustadt-Glewe ist halt die klare ab 18 Regel und das war immer ein Abwarten. Dann bin ich 18, dann geht's direkt rein. Das 30 Jahre Glewe ist, es freut mich in dem Sinne, es sind viele Leute da. Und da es zeitgleich mein erstes Glewe ist, freue ich mich halt umso mehr, dass ich direkt quasi bei einer der größten Schlachten dann mitkämpfen kann. You're wearing a whole lot of gear, sometimes over 30 kilos, a chainmail that's 10 kilos, a helmet maybe easily with the chainmail is 5 kilos. You're wearing thick padding, often in my case woolen clothing. Yeah, I'm not good with the heat. You know, standing out in the sun for too long and then, you know, short intensive bursts. So, yeah, that's definitely, yeah, and then to keep the focus up, to get, you know, basically get the living shit kicked out of you and then just getting up and doing it again. But still, you know, okay, focus. Ooh. Despite the heat, despite the sweat, you know, and despite the dust and all that, but it's good. You've already checked? You're already checked? Are we fighting again? Aber ihr drei Treffer übrigens. What I think makes Neustadt very special here is that you have a very hard fight, but it's a polite fight.
So you don't need to yell at people, you don't need to call people an asshole, because you still know it's a sport, we do this for fun. And everyone who comes here are ready because they know that this will be hard. And it makes it more respectful. So I think that's also why we like to go here to Neustadt so much. This fighting style, for that matter, is entirely new to me. Well, maybe not new, but in the Netherlands there are not many that fight this particular style, which they call Huscarl, and it includes basically all target zones. Whereas in the West, we limit, especially like in Denmark, we limit ourselves to the torso and the upper legs, let's say for swords. Here, it's the lower legs, feet, arms, hands. Well, not the face, but you know, you do the polite choppy chop on top of the helmet instead of rabbit chopping someone in the neck. But apart from that, it's all a target zone, and that really needed a lot of adjustment from my end. You know, I can by now say that I'm a fairly experienced fighter. But this, I'm so far out of my comfort zone. It's amazing. I haven't had that feeling in years. Hier, da bei dem Kettenhemd Bescheid. Strickkettenhemd, komm rein. Schön da stehen bleiben. Changer les fleurs sur les boucliers, elles sont mortes. Vous trouvez des chardons? Des chardons de Bretagne? Exactement. So, Chefin vom Zwergenberg ist? Sieht man. Durchaus, kann man sehen. Die Wikinger waren früher sehr, sehr gepflegt. Also es ist nicht dieses Klischee Hollywood-mäßige, es muss alles schmutzig und dreckig sein. Sie waren sehr gepflegt, hatten Bärte, sie haben sich gut gewaschen, dass einige Quellen das auch belegen, sehr, sehr, sehr reinlich waren. Deswegen die Blicke der Leute ist auch immer so sehr, sehr verwirrend. Wie, Wikinger? Hä, wo sind denn die Felle auf den Schultern? Wo ist die Lederrüstung? Warum seid ihr so bunt? Und Hörnerhelme, ja, das ist auch immer noch ein Klischee, obwohl es mittlerweile besser wird. Du bist ein Verkehrsunfall. Doch. Man guckt immer hin. Das ist wie ein schrecklicher Verkehrsunfall. Absolut grauslich, aber man kann nicht wegschauen. Das ist weder das Leibschnitt oder ist es dein Körper. Ich weiß nicht, was er da hat. Ich sollte besser damit leben, wenn du das Handtuch tragen würdest. Eher das Leibschnitt.
Ey, Heiko hatte mir welche geschenkt und ich hatte nur einen. Er hat mir nur einen geschenkt und es hat ewig gedauert, den wieder zu finden. Ich musste erst mal gucken. Hast du nur einen geschenkt? Ja, er hat mir nur einen geschenkt und der lag ganz lange in der Schublade und ich habe gedacht so, das habe ich mir auch geschenkt. Das ist ja ganz pfiffig gemacht und toll. Yes, please. No, this is in Viking. This is only Gdzieś mamy do zamku? No do zamku. Jetzt lassen wir mal sehen, wie es einzeln wird. Hat aber geil gemacht. Ja, geht nach vorne. Wir sehen uns. Alles klar, mein Großer. Démarche quand tu vas au combat. Que il faut détruire avec des gros coups. Ce qui peut être intéressant, mais quand tu le fais avec intelligence, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, quand on fait du Huscarl, c'est que tu travailles à deux. Ja, es ist beeindruckend, dass dieser Markt schon seit 30 Jahren existiert. Da gab es mich noch lange nicht. Es freut mich, dass ich da jetzt endlich auch mitkämpfen darf. Das nächste Exerzitium folgt mich deucht. Ich habe langsam Hunger. Bei der Hitze ist schon so, ja, wie sagt man, vom Rind, der Po und vom Schwein, der Nacken. Das macht satt und man kann gut Sounds like bullshit. Nee, ich bin gerade relativ entspannt. Ich habe eher Lust, da jetzt endlich reinzugehen, bin nicht wirklich aufgeregt, weil ich weiß ja, was auf mich zukommt. Ich war all die Jahre ja dabei, ich habe es gesehen. Das ist mein Kehlkopf, willst du dich jetzt noch zubinden? Ja. The thing is that to have over 400 fighters in that small field over there, that's a joy. Because all of a sudden you have, in the old days in Volden were the greatest fights over there, and you always had to learn that where the people fall, you have to learn how to fight around that. And to hear that we have a small arena here and almost the same numbers that they had in Volden last year, I'm excited. I feel that will be great.
And as I said earlier, I think that because here you have a more respectful fight, still as hard, but you have the same respect, I don't think there will be any big problems. Hello guys. Hello. Everything good? Yeah. Perfect, perfect. You're fighting today? Of course. Yeah. Dobrze. Ja. You have everyone. Alla med. Bra. Micke, du som tog. All there? There we go. Yeah. Forward! Bravo! Ja, mit an den Klettverschlüssen vorbeifummeln mit. Ja, ganz sehr The thing that makes reenactment fun, we can start with fighting. It's therapy. Because you can forget about everything because your focus is within this next 10 minutes, this next 20 minutes. You have just one focus and you can divide all of your attention just to this one spot. And even at work you don't have that. You always have a phone that can disturb you or something else. But when you're fighting, it's what you do, and you always learn something new. Even when someone defeats you, it's still a great experience because something new that you need to learn how to counter. So that's the good thing about fighting. And then to come to a market when you reenact, you can do crafts, and the biggest for me is that you can turn off the phone. You can finally have a few days of quiet when work won't reach you and time sort of slows down a bit. You can rest, you can talk, you can just be. You know, we talk a lot about historical authenticity, but in my perspective, this is the most authentic human experience I can have. Fighting out there, it can get quite intense, it can get quite scary, and we're all filled with these instincts, so it hits these very deep and primal instincts, and things align. Something I've never found anywhere else, and I share it with so many wonderful people, and I've done so for years. And so, as soon as the event's over, you start counting down to the next time you see them, and before you know it, you know them for years. Wo ich noch nicht einsehe, sind Nägel. Ich sehe das immer, aber ich komme damit nicht klar. Sind die fertig? Tut mir leid, ich weiß, ich reiß immer wieder die Gehirn auf und streue noch ganz viel Salz rein und kriege aber rein. And we have to march on the field and then walk here in front of the tribune, and then we go to the flag. And for the speak, nice. So let's discuss with you who of you is the far right, okay? So you do it by yourself in your block. Yeah. You're micromanaging. Who's standing on the pants or who's standing center? Okay? Yeah. Hinten Bookies oder? Ja. Okay. Gut. Wo endet Bookies? Hinten. Ganz hinten. Da wo Alex steht. Bei Günni. Hinter Günni. Ja. Okay. Hirt und Danelag hinter Günni aufstellen. Basti! We're on the right side with you? Yes. Yes, good. Yes. You're the wing commander, what we should do? Yes. What the plan is, we will have a slow grinding line. So we will have a lot of spears, one-handed and two-handed spears, and we'll try to push the right leg forward.
Yes. And then we'll see how it goes, because if it's too many people, there's no point in making a camp. John, I have an idea. We can use the knight, bring it in front and let him die, and we have a barricade. But not in the start. We can do it after a while. Okay. If I look at your faces, I can see that you're motivated. But I can also tell you that we have support from a superior power. We are defenders. We don't need so much power because we can defend, but we have this one tool with us. Maybe you heard about gods. There are many gods. There are Nordic gods. There are gods from the Slavic people. There are Christian gods, Islamic gods. But there are also some other gods. They are the tool gods. The mightiest tool is the spade. Spade! 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 But the spade is with us. Spade! 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 Kommt du mit? Nein. Und das, was ihr hier seht, ist erst die erste Hälfte.
Das hier ist Königsbanner. Diese beiden Banner stehen auf dem Feld. Und wenn eines dieser Banner fällt, ist der Kampf beendet. Die Schlacht beginnt. Das ist kein abgesprochener Kampf. Der Beste, die beste Seite gewinnt. Push! Push! Your fault, Mr. King! In Sweden we don't really do a lot of Eastern or Huscarl style, we fight a lot of Western style there. So we try to train during the trainings and you have to always be able to adapt to the place you're going to. Because you always have to remember that you're the guest, and if you come to a market where they fight Huscarl or Eastern, if you don't have the gear then you can't really go up and fight. Because once that would be very respectless, and I think respect is a very big thing to have in this community. One step forward! One step forward! Now! Step forward! One step forward! It's always a balance we try to find between safety and getting it most authentic as we can, because, you know, this was used to actually, you know, kill people. This was used in war, this was used in man-to-man conflict. In getting as close as possible without it actually being too dangerous, you know. So this is so far one of the most beautiful balances I've seen. I expected a good fight, and that's what I was given. Still, you can see the amount of sheer violence that goes on the field with the axes and the swords flying around and people, you know, getting bonked on the head really hard. But despite all that, there's still a level of sportsmanship. That which I, you know, lack even in the more apparently safe fighting styles. Fighters generally take really good care of each other here, and I really like that. You know, well, it's not that like I didn't expect that, but I didn't expect that. You know, to be it that it was as beautiful as it is. Meine Mitschüler halten mich schon für verrückt. Es fehlt vielen halt an Verständnis dafür, was wir hier machen. Man muss es halt selber erleben, man muss selber ein Teil davon sein, um es wirklich nachvollziehen zu können. Scharen sich um das Banner und das Banner ist gefallen!
I think that everyone needs to try to reenact at least one day to understand what this is about. There's a lot of people who don't understand what it is and they criticize it without understanding. And I think that most people who do try it will, in one way or another, get stuck in it. Ihr durftet zuschauen, was wir gemacht haben. Das ist der Geist von Neustadt-Glewe, das gemeinsame Kämpfen, das gemeinsame Arbeiten. Hart, aber fair. Ein Lob an die Wasserträger, die hier auf dem Platz unterwegs sind, die im Hintergrund Wasser geben, weil es ein kräftezehrender Sport ist. Und nicht zu vergessen, die Marshals, die Schiedsrichter, die diese Massen unter Kontrolle gebracht haben. Das war die Schlacht um die Burg. An 2 Tagen wurde gekämpft. Samstag zweimal, heute zweimal mit jeweils mehreren Durchgängen. Ihr habt's gemacht, ihr habt gewonnen. Diese Schlacht, die hier stattgefunden hat, trotz der Tatsache, dass das wütend und wüst ausschaut, die Verletzungsquote ist geringer als bei dem Sport, wo 22 Leute sich ein Bein teilen. Ja, ich stehe, wenn ich den Fuß abmache. Liebes Publikum, liebe Leute und auch euch als Kämpfer, ein letztes, bevor ihr auf ein Schlachtfeld geht. Gerade am Schuh. Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Stunde ist immer, ne? Nächstes Jahr ist das 31. Burgfest. Und das 31. Burgfest, schreibt euch dick in den Kalender ein. 1. Juni-Wochenende treffen wir uns wieder hier. I could almost call it religious, but I do feel blessed. You know, in lack of better words, but I do feel blessed. No, I'd wish this on all people to have something like this. Modern times can feel quite distant. Also du kannst von Lager zu Lager gehen, du bist überall willkommen. Man ist halt super herzlich, es schweißt halt irgendwie zusammen. Das ist so multikulturell. Also du gehst von einem Lager, bist du bei den Tschechen, gehst ins andere Lager, bist du bei den Polen, bist du bei den Schweden. Du bist halt einfach überall. Da stand ein Hühne vor mir, der war wirklich sehr groß, und hat dann halt mit seinem Schwert voll ausgeholt und ja, mir auf die Schulter gespartet. Trotz durch den Gambi ist es dann halt ja, durchgegangen. Jetzt tut mir die Schulter weh und zieht halt auch im Nacken, aber wir Frauen sind ja dann halt sehr stark im Nehmen. Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie das durchgestanden hat. Als wenn ihr euch mögt. Ein Traum. Ein Traum, oder? Hat sehr viel Spaß gemacht. Also, ja, war heiß, aber war ein schönes erstes Leben. But we had a great fucking fight. I went all the way too. Good cooperation, you spoke well with teams, especially those who are here for the first time. You did an amazing job. I don't know what hurts the most, the sweat in my fucking eyes or my back. Who's gone? Who's gone? Who's gone? Who's gone? Who's gone? Who's gone? Alle! Alle, 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 ta den här och försvinn härifrån. Så, alle, 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 ta den här och försvinn härifrån. Jag är så jävla stolt över det! I'm so fucking proud! You did a great job!